Wir begrüßen euch hier zu Battlefield. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Chris Colen werden wir als Ersten sehen. Ich habe hier was für Orlando. Das will ich gern persönlich vor euch zeigen. Bitte begrüßt Orlando Silva. Orlando, deine Mama hat mir noch was gegeben. Das möchte ich dir jetzt zeigen. Dale la torre espanta, gánale el título de champion y hazme más orgullosa. Te quiere tu mamá. Willst du antreten, Orlando? Orlando. Ich glaube, Sie, um ehrlich zu sein, nicht, dass Orlando Silva hier daran denkt, in den Ring zu steigen heute Abend. Orlando Silva! Ist ein bisschen traurig. Das jetzt hier in diesem Match, kann er seine Emotionen kontrollieren, seine Trauer zurückhalten. Ansatz zum Drehschluss! Enzo Igiri für der Zweite! Komm schon, Orlando! Orlando Silva gewinnt den Titel, ich fass es nicht! Herzlich willkommen auf dem Schlachtfeld! It's time for the battlefield! Icarus als Nummer 1 mit Doug Williams ist er angetreten. Gegen Dover und Champ Kaplan hat dieses Match verloren und muss deswegen als Start Nummer 1 jetzt hier in diesen Rumble kommen, in das Battlefield-Match. Die letzten vier Männer sind noch im Battlefield-Match. Alle wollen die GWF World Championship Titelchance bei GWF Legacy am 11. November. Bruce Sterling ist eliminiert. Icarus eliminiert. Murat Khan. Icarus auf dem zweiten Ringseil. Springboard Dropkick. Springboard Dropkick. Icarus gewinnt das Battlefield-Match. Icarus gewinnt das Battlefield-Match. Warum laufen unsere Shots so schlecht? Kannst du mir das erklären? Wie soll das? Warum bist du so spät? Entschuldigen Sie, Sir. Ich habe am Kanal gesessen, habe einen Kaffee getrunken und habe mir die Karte für heute nochmal durch den Kopf gelassen. Und? Ich denke, sie ist sehr gut. Ich frage nochmal, und wieso kommst du so spät? Zeig mal her. Das ist Schrott. Langweilig. Das würde niemand interessieren. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weißt du was? Du wirst mir eine neue Karte machen. Vera, hört mal zu. Du musst ein bisschen mit der Wrestler rumhängen, mit den Reden, zuhören. Wir müssen wissen, was die Wrestler bewegt. Verstehst du mich? Meinst du, die würden mir das anvertrauen? Das werden wir sehen, okay? Weißt du was? Setz dich hin, ich kümmere mich darum, okay? Zu dir nochmal. Warum laufen unsere Shots so schlecht? Kannst du mir das klären? Alle dich und deine Jungs habe ich gesucht. Was willst du schon wieder, Alter? Was ich will, ich weiß ganz genau, dass du und deine Jungs Orlando verprügelt habt. Und du sollst nur wissen, das ist nicht das letzte Wort, das gesprochen wird. Alter, die Leute, die Orlando kaputtgeschlagen haben, haben wahrscheinlich nur Mitleid mit ihm gehabt. Sonst könnt ihr nicht mal alleine gehen, okay? Pass auf, Alter. Pass auf, mit wem du dich anlegst, Alter. Trost du mir? Mir ist egal, ob du mit 10 oder mit 20 Leuten stehst. Wenn ich merke, dass Ungerechtigkeit im Spiel ist, dann nehme ich es mit 100 Leuten auf. Alter, du denkst, mit uns Kanaken kann man das machen oder was, Alter? Du kommst in meine Stadt, hast eine große Fresse, machst einen auf Boss, Alter. Verpiss dich, bevor ich dich kaputt schlage. Okay, jetzt gehe ich. Aber merk dir, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich habe ein Auge auf dich, Alter. Komm, jederzeit, Alter. Jetzt haben wir aber Angst. Auch was essen? Nein, danke. Du wolltest mit mir reden?
Ja, ich weiß bloß irgendwie nicht, wie ich anfangen soll. Ja, einfach direkt, komm. Weißt du, um ehrlich zu sein, in letzter Zeit fühle ich mich sehr alleingelassen. Wieso das denn? Ich bin doch immer da. Ja, aber ich meine, alleingelassen bei der Arbeit und bei den Problemen, die es so gibt. Schau mal, Battlefield habe ich komplett alleine gemacht. Die Wrestler gebucht, Plakate, Flyer, Werbung, mich um die Probleme gekümmert. Und denkst du, es ist irgendeiner mal gekommen und hat gesagt, hey, kann ich irgendwie helfen? Oder vielleicht sogar eine Idee hat, einen Vorschlag und dann einfach irgendwie selbst in die Wege leiten? Was genau soll ich machen? Ich weiß nicht, vielleicht am besten einfach erst aufhören zu fragen, was du machen sollst, sondern einfach selber machen. Wenn ich ehrlich sein soll, weißt du, ich tue und mache, lohnt sich Rede nicht darüber. Aber wenn du denkst, ich lasse dich in den Stich, dann wird wahrscheinlich was dran sein, weißt du so. Dann tut es mir auch leid. Und ich werde einfach in der nächsten Zeit mehr versuchen, für dich da zu sein. Ist das okay? Ehrlich gesagt, das wäre echt super. Genau das brauche ich. Jetzt was essen? Weißt du, was ist der Grund, warum Vincenzo Cocotti hatte gewonnen seine Tag Team Titel Match, aber ein Martino Guerrero ist bei die Battlefield Match rausgeflogen? Hm? Es ist die Training. Heute wir machen Vincenzo Training. Alle klar? Okay. Dann los. So. Zuerst, wir müssen uns warm machen. Wir machen Liegestütze, 10 Stück und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du bist jetzt zu langsam. Nicht Sigmund. Schnell. Martino, so schnell wie die Winde, ja? Okay. Und los. Das Übung. So, Martina. Und jetzt nimmst du deine linke Hand und machst sie auf die gelbe Punkt. Aber hier sind doch alle Punkte gelb. Dieser gelbe Punkt hier. Und was bringt das jetzt? Das ist wichtig für Beweglichkeit und Hand-Auge-Koordination. Wie ein Katze, weißt du? Wie ein Katze. Was soll das überhaupt? Warum hinterfragst du die Trainingsmethoden deines Trainers, hä? So läuft das nicht, ich bin angepisst. Das ist Schluss für heute hier. Es reicht mal. Ja? Who should I talk with about tonight's match? Ask him. I want Dover. Tonight. Yeah. Yes, I think... Yeah, why not? Just do it. Okay, done. Thank you very much, sir. Thank you very much. Hey, Carlos, one moment. He just told me it's going to be a no disqualification match. Thank you very much. I won't let you down. Hey, Digga. Wieso nicht der Hauptstadtheld? Ja. Nein, der Held der Hauptstadt, oder? Ey, wir mögen Helden. Wir lieben Helden. Wir lieben Helden. Wir lieben Helden. Guck mal, ich glaube, heute ist dein Glückstag. Hast du Bock zu wetten? Icarus gegen Dover. 2:1 Quote. Insiderwissen, 100%. Guck mal, legst du das? Bekommst du das? Genau. Komm, oder? Ja? Das wäre doch mal. Sieht nicht gut aus? Okay. Ja? Das ist unser Held. Ja. Deswegen liebe ich Helden. Schönen Dank noch, mein Lieber. Mike? Ja? Hast du eine Minute für mich? Na klar. Ich habe das Gefühl, dass keiner mir eine Chance geben möchte. Wenn ich jedes Mal dafür einen Euro bekommen würde. Was meinst du damit? Ach, vergiss es. Für jeden Wrestler kommt irgendwann mal die Zeit. Und bis dahin musst du dich einfach nur gedulden. Aber ich will nicht so gut im Warten. Du sollst nicht warten, du sollst dich vorbereiten. Also,
mache ich was genau? Trainieren, trainieren, trainieren. Gerade Backstage, Einlass beginnt. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst die Dream Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack, 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 pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest, bis du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie den Leiden schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft. Hier ist Huxley's Hexenkessel, hier ist 3 Count. Der nächste Kampf ist festgelegt auf einen Fall. Und es ist ein Special Revenge, no disqualification, Falls Count Anywhere Match. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind zurück bei 3 Count der Wrestling-Serie der German Wrestling Federation. Mein Name ist Jonathan, an meiner Seite ist TJ und wir kriegen hier direkt im Opener ein Special Revenge Match serviert. Hardcore Hungarian, das ist der Spitzname von Dover. I'm Dover, and I am the one and only Hardcore Hungarian. In Hungary, I was the Hardcore champion for years, and I was the heavyweight champion for 2 times. My goal in GWF is be on the top of the company, and I want all the titles you got here. Mit einem Gewicht von 90 Kilogramm aus Budapest in Ungarn, the Hardcore Hungarian Dover. Ah, das ist ein Mann ganz nach meinem Schneid. Da hält er die Flagge seines Landes hoch, die ungarische Flagge. Früher unterwegs im Tag-Team, aber dann hat er sich gedacht, den Partner brauche ich nicht mehr. Und seinen Partner, den sehen wir jetzt. Wir haben gesehen, schon bei 3 Count, vor einigen Episoden, als Dover ins Match von Icarus eingriff, als er seinem früheren besten Freund, seinem früheren Partner den Sieg versaut hat. Das haben wir schon bei 3 Count gesehen und jetzt gibt es hier das Aufeinandertreffen dieser beiden Streithähne, dieser beiden früheren besten Freunde und das ist natürlich Intensität pur, die wir einmal hier in den Augen von Icarus sehen, aber auch die wir hier gleich im Match zu sehen bekommen. Ja, du siehst sie auch in meinen Augen, Jonathan, denn diese Matchart ist ganz nach meinem Geschmack. 77 Kilogramm aus Budapest in Ungarn. Haha, und da geht's direkt los. Da gehen sie wie die Berserker aufeinander los, prügeln aufeinander ein. No disqualification in diesem Match. Es gibt keine Regeln. Ja, da kannst du auch auf den anderen einprügeln und ihn würgen in der Ringecke. Ist alles egal. Keine Regeln in diesem Kampf. Das ist natürlich ganz nach deinem Geschmack, das kann ich mir vorstellen. Du warst ja auch selbst 10 Jahre im Wrestlingring, hast da deine Härte unter Beweis gestellt, jetzt hier am Kommentatorentisch. Und das wird intens. Hurricane Rider von Icarus zieht die Beine weg und der Standing Moonsault folgt. Aber nicht bis 3. Ich weiß ganz genau, wie es ist, in einem Match zu stehen, wo es keine Regeln gibt. Zahlreiche Deathmatch-Turniere habe ich in den USA bestritten und ich weiß, was im Kopf vor allem von Dover vorgeht.
dem ist es egal, wenn er den Gegner ruppig behandelt, genau wie er es hier gemacht hat mit dieser Aktion, einfach mit einem Schritt voraus aufs oberste Ringseil, clever gleich zum Cover nachgesetzt, denn von sowas muss, und das kann jedermann verstehen, da muss man sich erstmal erholen und wieder durchatmen. Ganz, ganz klar, und diese Aktion natürlich absolut erlaubt, absolut möglich und legitim, denn es gibt hier keine Disqualifikation, das Cover wieder, aber Icarus befreit sich, diese beiden, die hassen sich. Ja, wenn ich Dover wäre, genau, dann würde ich gar nicht versuchen, hier schnell den Sieg einzufahren. Ich würde versuchen, meinen ehemaligen Tag-Team-Partner zu quälen und genau das hat er vor. Unterm Ring findet er einige Spielzeuge, bewaffnet mit 2 Klappstühlen. Ha, sie haben den Klappstuhl ausgegraben. Unglaublich, und da geht's jetzt in den Ring mit diesen Waffen und wer Wrestling-Fan ist, der weiß, was für eine zerstörerische Wirkung diese Stühle haben. Aua! Ja, komm, schlag gleich noch ein zweites Mal drauf mit dem Ding. Zeig's ihm. Icarus am Boden, hintergangen von seinem Tag-Team-Partner, von seinem besten Freund. Und jetzt wird er hier gerade nach Strich und Faden dominiert, so sieht es zumindest aus. Was soll denn hier heißen? Was soll denn hier heißen, hintergangen? Dover hat einfach realisiert, dass dieses Tag-Team für ihn nicht mehr funktioniert. Ihm gefiel es nicht, sich das Spotlight teilen zu müssen, beziehungsweise noch viel schlimmer, es weggenommen bekommen zu haben von Icarus. Im Juli erst, da haben wir es gesehen. Halt, nein, jetzt könnte es schon vorbei sein nach diesem Stuhlschlag. Das war's noch nicht, aber klar, im Juli haben wir es gesehen, als bei Dover die Sicherungen durchbrannten und er seinen Tag-Team-Partner attackierte. Ja, und ich kann es verstehen, Dover bei dieser Show stand er nur im Eröffnungskampf. Icarus hingegen, sein Partner im Hauptmatch des Abends. Und ja, Neid hat sich breit gemacht in der Seele dieses breit gebauten Ungarn Dover. Absolut. Es geht hier. Er wird zum Baumeister, Jonathan. Schau dir das an. Das ist eine Konstruktion. Da habe ich nämlich noch mit ihm drüber gesprochen und gesagt, guck mal, wenn du die Stühle so aufbaust, dann tut's besonders weh. Und ein Rat von einem absoluten Pionier wie dir, den nimmt er hier an. Du warst auch ein Pionier wie diese beiden Männer. Du warst ja auch in Amerika tätig, als es noch nicht gang und gäbe war, da drüben als Europäer zu sein. Heftiger Kick jetzt hier gegen die Schläfe von Icarus gegen Dover und er will schon nach oben gehen, will seine Swanton Bomb vielleicht zeigen, denn die beendet ist für Icarus sehr, sehr oft. Ja, da wird noch gar nichts beendet und du hast es gesagt, ganz nach oben ging es für mich auch in den USA, da habe ich mein Heimatland vertreten und deswegen weiß ich, wow, wie sehr dich das mit Stolz erfüllt, für dein Land in einem anderen Land anzutreten. Diese beiden Männer, beide geboren in Budapest. Und das wäre natürlich die Schande überhaupt, jetzt gegen deinen Landsmann, gegen deinen ehemaligen Partner hier zu verlieren und damit ja quasi eingestehen zu müssen, dass du nicht der Beste deines Landes bist. Es ist quasi der Kampf um Ungarn hier im Huxley, ist der Job, der sitzt. Diese beiden, die kennen sich natürlich in- und auswendig. Bei Icarus sieht man aber eine ganz, ganz andere Herangehensweise als bei Dover, denn der interessiert sich dafür, was die Fans denken. Der ist ein Fan-Favorite, während Dover einfach nur Haut drauf repräsentiert. Ja, Dover ist der Hardcore Hungarian, dem ist das egal. Einfach draufhauen und ja, das Publikum scheint das auch gerne zu sehen hier am Huxleys. Auf die Fresse wollen sie sehen. Und es gibt hier natürlich keine Auszählungen, es gibt keine Countouts in diesem Kampf. Und es ist, und das dürfen wir nicht vergessen in diesem Special Revenge Match, es ist ein No Disqualification Falls Count Anywhere Match. Das heißt, wenn Icarus jetzt hier seine Aktion durchbringt und das Cover oder eben auch Dover, dann zählt dieses Cover hier. Knallharter Sidewalk Slam und die Schmerzen, sie stehen Icarus ins Gesicht geschrieben. Ja, Schmerzen hat er nicht nur erlitten, seelischer Natur, als Dover ihm das Messer in den Rücken gesteckt hat. Nein, Schmerzen hat er hier jetzt auch erlebt in Form dieser Aktion auf die Rampe. Und Dover, der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig mit Icarus. Will nicht mal ein Cover ansetzen. Er könnte es nämlich. Und das weiß er auch, weil er so ein Hardcore-Spezialist ist. Er könnte außerhalb des Rings covern.
aber er will ihm noch Schmerzen zufügen. Es geht gegen den Ringpfosten. Natürlich ein unerbittliches Gerüst. Der Ring, das muss man auch mal dazu sagen. Ja, Jonathan, ich weiß ja nicht, ob du schon dein Lehrgeld bezahlt hast, ob du schon zig Male einen Ring aufgebaut hast und wieder abgebaut hast nach einer Show. Diese Ringpfosten sind so unglaublich schwer, aus solchem massiven Stahl. Wenn dein Kopf so einen Pfosten berührt, dann siehst du erstmal Sternchen. Und es geht jetzt in die Zuschauer rein. Die Zuschauer, die machen Platz. Das ist natürlich was ihr auch live miterleben könnt. Diese Atmosphäre, dieses Feeling. Kommt nach Berlin, kommt ins Huxleys, wearegbf.com, informiert euch hier, kommt zur nächsten Veranstaltung. Und Dover, der scheint geradewegs auf dem Siegeskurs zu sein. Angelaufen kommt er. Daneben Icarus hypt die Zuschauer und springt seinem Partner gegen den Kopf, gegen den Schädel. Mit dem Dropkick haut er ihn hier um. Naja, diese Geste, die Dover da gezeigt hat vor der Aktion, die ihm zum Verhängnis wurde. Natürlich ein Trademark, dieser ungarische Pfeil, der Hungarian Arrow. Eigentlich natürlich ein Parademanöver und eine Geste von Icarus. Und der Kick, der sitzt. Der zweite, auch ein Volltreffer. Jetzt dreht er ihn raus. Mit dem Ellenbogen voraus. Das Cover 1, 2, aber nicht bis 3. Und ich frage mich bei diesen Männern, inwiefern es eine Komponente ist, wie sie den Kampf beenden wollen. Ich in so einer Situation, wenn da wirklich so eine Blutfeindschaft ist, würde das mit einem Finisher machen wollen oder aber mit ultimativer Zerstörung mit diesem Move auf die Kanten der beiden Stühle. Oh mein Gott, da brechen die Stühle zusammen. Was für eine Aktion. Ja komm, jetzt noch den Hungarian Wanderer hinterher, den Finishing Move von Dover und das wär's. Wie traumhaft für ihn wäre es das Rampenlicht seinem Partner geklaut zu haben. Er geht ans Seil und da kommt der Tritt. Abgeschossen, der Pfeil, der Tritt. Und jetzt muss er eigentlich sich nur noch niederlassen, das Bein einhaken. Aber der Kickout bei 1, ich glaube es nicht! What? Kickout bei 1. Das ist ein Adrenalinstoß, der gerade durch den Körper fährt. Von diese Augen, Icarus. diese Blicke, diese Intensität. Job! Und er will mehr! Job! Und er will mehr! Ah, zeig mir mehr! Heißt es nicht nur im Fernsehen, sondern auch hier bei der GWF. Knockout Punch. Lariat hinterher, da überschlägt sich Icarus. Und das war's immer noch nicht, DJ. Ich fasse es nicht. Diese Intensität, das ist unglaublich. Icarus muss sich immer noch erholen. Ja, da richtet er sich den Kiefer natürlich nach so einem schrecklichen Schlag direkt ins Gesicht. Und Dover sichtlich wütend. Was geht in dem Kopf des Hardcore Hungarian vor? Was für eine Symbolik. Er ohrfeigt seinen ehemaligen Freund, aber der schlägt direkt zurück. Der Kniestoß direkt ans Kinn. Da setzt er an zum Hungarian Wanderer. Geht auch durch. Das muss doch gewesen sein, Jonathan. 1, 2. Nein! Bitte was? Nein! Nicht mal der Finisher bringt hier die Entscheidung. Was ist das für ein unerbittlicher Kampf zwischen zwei ehemaligen Freunden, TJ? Dieser Move war der Messerstich in den Rücken. Als wir im Sommer den Verrat gesehen haben, hat Dover zu genau dieser Aktion gegriffen, um seinem ehemaligen Partner klarzumachen, mit dir bin ich fertig, aber in diesem Match nicht genug. Und das fickt dich mental richtig, wenn dein Gegner rauskommt, nachdem du den Finishing Move angesetzt hast. Da musst du einen Gang höher schalten. Das ist psychologisch natürlich jetzt absolut auch hart für
Dover diese Situation, aber er greift zum Stuhl. Eine Art und Weise, das Ding jetzt vielleicht hier auch beenden zu wollen. Wenn er hier einmal ganz weit ausholt, dann kann er seinen Gegner vielleicht auch schon zur Ohnmächtigkeit schlagen. Und er fängt ihn ab! Ikaros fängt den Stuhl ab, schüttelt mit dem Kopf. Heute nicht, mein Freund, mein ehemaliger Freund. Er guckt in die Crowd. Dover will beruhigend einwirken, aber nichts wird beruhigt. Hat er Gnade? Er hat keine Gnade! Da hat Dover zu viel Zeit verschwendet, indem er ins Publikum geschaut hat. Er hätte einfach zuschlagen sollen. Jetzt der Ansatz, die Swanton Bomb, der Finishing Move, der Meltdown, die 1, die 2, die 3. Und hier ist der Sieger, The Arrow of Hungary, Ikaros. Ist der Sieger in diesem Hardcore-Match, in dieser Hardcore-Schlacht. Falls Count Anywhere, no disqualifications. Ikaros schnappt sich das. Was für ein Moment, er bekommt seine Rache. Unglaublich. Und diesen Kampf, den gucken wir uns nochmal. Da gucken wir jetzt nochmal ein paar Highlights an, TJ. Ja, da ging es direkt los, bevor das Announcement überhaupt fertig war. Wie die Berserker schlagen diese beiden Waldschräte auf sich ein. Sidewalks dann auf die Rampe. Falls Count Anywhere. Alles kann man benutzen. Es ging kreuz und quer durch die Halle, aber auch im Ring gab es harte Aktionen. Das ist vielleicht die härteste von allen. Unmögliche Landung, ganz furchtbar, schrecklich. Dieser Schlag genauso verheerend. Da musste sich der Ikaros erstmal den Kiefer richten, sich neu sortieren. Der Two-Count nach der Lariat. Und dann hat Dover den Fehler gemacht, den Sack nicht zuzumachen. Dieses Knie hätte es sein können. Genauso wie der Arid Crush, der hätte es eigentlich sein sollen. Ich verstehe nicht, wie Ikaros da die Kraftreserven gefunden hat. Jonathan, wie hat er es geschafft, da noch einmal auszukommen? Kämpferherz, das ist das Stichwort. Er kam jetzt zurück, hat seinen Freund ausgekontert und mit einer wunderschönen Swanton Bomb mit dem Meltdown besiegt er diese Freundschaft endgültig und vielleicht auch diese Feindschaft, denn er hat seine ultimative Rache jetzt bekommen. Sag mal hallo. Erkan, was willst du hier? Ich habe gehört, dass am 7. Oktober Matches stattfinden, die bereits gegeneinander gekämpft haben. Erkan, deswegen heißt es Revenge. Das ist super. Wir, die Cash Money Mafia, wollen ein Revenge gegen dich und Vincenzo haben. Oh, Erkan. Erstmal, wer ist das hier? Das ist das neue Mitglied der Cash Money Mafia, Ali. Du bringst immer wieder neue Leute und... Was machst du? Nein. Lenk jetzt nicht vom Thema ab. Erkan, das ist nicht so leicht. Du kannst nicht einfach hierher reinkommen und einfach so ein Match fordern. Das ist egal. Wir wollen unser Rematch haben. Hau ab hier weiter. Ich muss das mit meinem Matchmaker bereden, okay? Geh einfach, okay? Komm, Olli. Orlando, dein blödes Grinsen werde ich dir noch aus dem Gesicht schlagen. Wieso bist du so sauer? Warum ich so sauer bin? Ich glaube, das weißt du ganz genau. Du weißt, warum du Champion geworden bist, richtig? Ja, weil ich dich besiegt habe. Hombre contra hombre. Nein, weil dich niemand ernst nimmt. Die Leute haben Mitleid mit dir. Und keiner nimmt dich ernst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute stehen hinter mir, weil ich ehrlich bin. Nee, du bist erbärmlich bist du, das ist das richtige Wort. Orlando, in einem Rückkampf würdest du sofort wieder den Titel verlieren. Moment. Du denkst wirklich, hier dreht sich alles nur um dich oder was? Ali, nein. Das ist eine Sache zwischen mir und ihm. Das werden wir noch sehen. Ja, das werden wir sehen.
gehst an dein Limit, suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest. Sie sind heilig für dich, wie die Unschuld des Kindes. Setz dir ein Denkmal deiner selbst, bevor du verschwindest. Selbst wenn sie dich jetzt kleinreden, gehörst du zu denen, die ihren Traum leben, für ihr Ziel alles geben. Das hier ist mehr als ein Spiel, es geht ums tägliche Brot. Erreicht, was du schon viel, erklimmt die Spitze, kämpft dich nach oben. Du wartest jetzt, wie du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft bringst. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft. Du wartest jetzt, wie du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft bringst. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft.